Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi und heute heißt es Trio versus Nadelspiel. Warum? Weil ich immer wieder gefragt werde, wie man jetzt eine Ferse, die auf ein Nadelspiel gestrickt wird, auf ein Trio strickt und wie man Muster auf dem Trio strickt. Und das möchte ich euch hier in diesem Video erklären, denn das ist wirklich ganz einfach. Ganz nebenbei, zum Crazy Trio gibt es ein neues Buch von mir, das habe ich euch mal hier unten eingeblendet. Da gibt es ganz viele Tipps und Tricks und ganz viele Fersen und Spitzen, die ihr darauf stricken könnt und natürlich viele tolle Modelle. Das Modell ist übrigens nicht dabei, das machen wir hier bei YouTube. So, also, das Trio ist ja ein Nadelspiel bestehend aus 3 Nadeln, die hier diesen flexiblen Mittelteil haben. Ich habe hier die Bambus-Version. Und durch diesen flexiblen Mittelteil kann ich das hier natürlich so schön auffächern. So, und ihr seht, da ist auch, das sind 60 Maschen, da ist auch rechts und links genug Platz, da plumpst nichts runter. Beim Nadelspiel habt ihr natürlich 5 Nadeln. Beim Trio sind es 3, 2 stecken im Gestrick, mit der dritten strickt ihr ab. Beim Nadelspiel sieht das anders aus. Da habt ihr 4 im Gestrick und mit der 5. wird abgestrickt. Und zwar sieht das dann etwa so aus. Ich steche die jetzt hier mal zusätzlich dazu rein. So. Und so. Beim Nadelspiel liegen also diese 4 Nadeln hier im Gestrick und mit der 5. wird dann abgestrickt. Und ihr seht, hier hinten an der Ecke gucken die Nadeln natürlich raus, damit ich in der Runde rumkomme. Und das haben wir beim Trio mit diesem flexiblen Mittelteil eben abgekürzt. Deswegen kommen wir hier auch um die Ecke, wozu du sonst mit dem Nadelspiel einfach 4 Nadeln brauchst. So, das ist schon mal der essentielle Unterschied zwischen den beiden. Und ansonsten ist jedes Muster, was du auf dem Trio strickst oder was du auf dem Nadelspiel strickst, ohne irgendwelche Veränderungen genauso auf dem Trio oder eben wahlweise auf dem Nadelspiel genauso zu stricken. Das heißt, ihr müsst bei Mustern gar nichts umdenken. Hier seht ihr meine Ferse. Und ich nehme jetzt mal meine Nadeln wieder raus, denn ich habe euch da was vorbereitet. Tada! Da habe ich die gleiche Socke nochmal auf ein Nadelspiel gezogen, damit wir das jetzt besser sehen können. Der essentiellste Unterschied zwischen Nadelspiel und Trio ist der, dass der Rundenanfang beim Trio hier an der Seite liegt. Hier fange ich an aufzunehmen. Und beim Nadelspiel liegt er hier in der Mitte der Ferse. Da. Weil die Ferse ja meistens hier in der Mitte endet. Das ist beim Trio eben anders. So. Das ist der einzige und essentiellste Unterschied. Und der Rundenanfang liegt hier und beim Nadelspiel liegt der Rundenanfang klassischerweise hier. Ansonsten gibt es da keinen Unterschied. Am Muster und so weiter ändert sich dort, wie gesagt, nichts. Das hier ist Nadel 1 vom Trio, das ist Nadel 2 vom Trio. Beim Nadelspiel geht es mit der Zählung also hier vorne los, wenn der Rundenanfang hier in der Mitte ist. Das ist Nadel 1, 2, 3 und 4. Das heißt, bei dem Nadelspiel sind deine Fersenmaschen auf Nadel 4 und auf Nadel 1. Beim Trio sind sie auf Nadel 1. Letztlich, wenn ihr Fersen strickt, wo ihr eine Anleitung habt, die fürs Nadelspiel beschrieben ist, müsst ihr nur einen Punkt überspringen. Wenn ihr eine Ferse auf dem Nadelspiel strickt, ist der erste Schritt, den ihr macht, immer, wenn ihr die Runde beendet habt, also auf Nadel 4 seid, strickt ihr alle Nadeln von Nadel 1 auch auf Nadel 4 und dann liegen hier, zack, alle Nadeln auf einer Nadel für die Ferse. Und wenn ihr jetzt genau hinguckt, dann liegt die Ferse ja hier schon fertig auf der Nadel, weil alle Fersenmaschen liegen beim Trio schon fertig, vorgefertigt auf der Nadel da. Das ist also schon der gesamte Unterschied. Also ihr müsst hier einfach, wenn ihr eine Ferse fürs Nadelspiel beschrieben habt, überspringt ihr einfach bei Schritt 1, dass ihr die Fersenmaschen auf eine Nadel stricken müsst, denn das ist da schon drauf und könnt direkt mit der Ferse loslegen. So, also das heißt, ihr könnt natürlich auch jede Ferse, die ich euch auf dem Trio zeige, auf dem Nadelspiel nachstricken.
dann müsst ihr natürlich als ersten Schritt vorher erstmal alle Fersenmaschen auf eine Nadel stricken und dann strickt ihr das exakt wie gezeigt. So, jetzt seht ihr, liegt hier ja auch schon der Fuß fertig da. Bei einer Bandspitze nehme ich beim Trio also am Anfang und am Ende jeder Nadel ab. Und dann habe ich hier das Bändchen, was seitlich am Fuß lang geht. Mache ich die Bandspitze auf Nadelspiel, nehme ich am Ende von Nadel 1, Anfang von Nadel 2, Ende von Nadel 3, Anfang von Nadel 4 ab und kriege dann auch hier das Bändchen. Propellerspitze muss ich natürlich immer entweder hier am Anfang oder am Ende jeder Nadel abnehmen. Dafür brauche ich hier beim Trio einfach nur einen Maschenmarkierer, den ich mir in der Mitte einhänge und dann nehme ich entweder am Anfang und nach dem Maschenmarkierer ab oder vor dem Maschenmarkierer und am Ende, je nachdem, wie rum sich euer Propeller drehen soll. Und das war es auch schon. Also ansonsten ist das Trio natürlich ein Nadelspiel wie jedes andere und ihr könnt das eben genauso anwenden. Der einzige Unterschied ist, ihr habt hier nicht 5 Nadeln drin, sondern nur 2. Ihr müsst beim Anschlag auch tatsächlich nur 2 Nadeln sortieren, die klappt ihr zusammen und das war es auch schon. Wenn ihr jetzt noch Fragen dazu habt, dann einfach unten in die Kommentare und dann beantworte ich euch die natürlich gerne. Wenn es notwendig ist, mache ich euch natürlich auch ein Video dazu, um euch das zu zeigen und zu klären. Ganz, ganz viele Fersen und Spitzen findet ihr hier im Kanal und natürlich auch viele schöne Muster. Und das natürlich auch auf meinem Buch, in meinem Buch. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann lasst auch ein Däumchen nach oben da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.